Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Sandras Backideen. Kennt ihr es auch? Man sieht einen tollen Kuchen, möchte ihn gerne nachbacken, hat aber Angst davor, dass er einem nicht gelingt. Das hatte ich eine Zeit lang mit diesem Rezept hier. Aber wenn man den Dreh erst einmal raus hat, ist es gar nicht mehr so schwer. Das könnt ihr auch hier sehen. Wir backen heute mal wieder einen Klassiker, eine Biskuitrolle, genau gesagt eine blaue Biskuitrolle. Wir bereiten einen locker leichten Biskuitboden zu, welcher gerollt und zuvor noch mit einer Sahnecreme und Blaubeeren gefüllt wird. Die Backzeit ist ebenfalls kurz, sodass wir jetzt auch keine Zeit mehr verlieren und gleich loslegen. Doch zuvor abonniert noch schnell meinen Kanal und läutet die Glocke, damit ihr keins der nächsten Videos verpasst. Hier sind die Zutaten für den Biskuitteig. 4 Eier, die habe ich schon einmal getrennt, 120 Gramm Zucker, 130 Gramm Mehl, 20 Gramm Speisestärke, 2 Teelöffel Backpulver, eine Prise Salz und 2 Esslöffel kaltes Wasser. Das Eiweiß wird jetzt richtig schön aufgeschlagen. Durch die Zugabe von kaltem Wasser wird der Eischnee noch fluffiger. Der Zucker kommt immer in den aufgeschlagenen Eischnee. So wird er geschmeidig und voluminös. Gebt man den Zucker gleich mit rein, wird der Eischnee nicht ganz so steif. Die Eier, das wisst ihr, kommen immer einzeln dazu. Die Kombination aus Mehl, Stärke und Backpulver sorgt dafür, dass der Biskuit schön luftig wird. Durch das Sieben wird alles schön fein. Wir haben keine Klümpchen und es lässt sich auch leichter unterheben. Am besten natürlich mit einem Schneebesen. Den fertigen Teig gebe ich auch gleich in meinen Backrahmen. Den habe ich auf 32 x 36 cm eingestellt. Der Backrahmen wird nicht eingefettet, denn der Biskuit muss klettern. Hier kommt wieder meine super Winkelpalette zum Einsatz. Die kann ich euch nur empfehlen. Nun wird der Boden 10 Minuten bei 200 Grad Ober- und Unterhitze im vorgeheizten Ofen gebacken. Der Biskuit ist fertig und ich nehme ihn jetzt aus dem Ofen. Biskuitböden werden nicht bei Umluft gebacken, sondern immer mit Ober- und Unterhitze. So trocknet der Teig nicht aus und bleibt flexibel. Nun müssen wir schnell arbeiten, denn der Biskuit muss noch heiß eingewickelt werden. Also den Biskuit rausschneiden und ruckzuck den Rahmen entfernen. Als nächstes bestreuen wir das Geschirrtuch mit 2 Esslöffeln Zucker. Der Zucker sorgt dafür, dass der Biskuit nicht am Geschirrtuch kleben bleibt. Man fasst das Backpapier an den Ecken an und legt den Biskuit auf das Geschirrtuch. Keine Angst, der hält. Das Backpapier wird nun langsam abgezogen. Sollte es noch etwas kleben, dann befeuchtet ihr es einfach ein wenig. Und jetzt räumen wir den Biskuit samt Geschirrtuch auf. Der Biskuit wird vorsichtig von der Längsseite her aufgerollt. Die Rolle muss jetzt noch abkühlen. Das dauert so ungefähr eine halbe Stunde und dann können wir sie füllen. Die Rolle ist abgekühlt und wir machen als nächstes mit der Sahnecreme weiter. Und dafür brauchen wir 300 Gramm Sahne, 2 Teelöffel Sanapat, 200 Gramm Schmand, 25 Gramm Sofortgelatine, 30 Gramm Zucker und einen Teelöffel Vanilleextrakt. Zuerst schlage ich die Sahne mit dem Sanapat auf und danach verrühre ich den Schmand mit Sofortgelatine, Zucker und Vanilleextrakt. Dann wird die Sahne unter den Schmand gehoben. Die Creme ist fertig und nun enträumen wir unseren Biskuit. Dadurch, dass der Biskuit im Geschirrtuch abkühlte, blieb die Feuchtigkeit in der Rolle. Jetzt ist die Rolle feucht, etwas klebrig und sehr gut rollbar. Den Boden streiche ich zuerst mit Blaubeermarmelade ein. Dafür habe ich fast ein ganzes Glas gebraucht. Beim Einstreichen achtet darauf, dass ihr einen Rand von etwa 2 cm lasst. Als nächstes wird die Quarkcreme löffelweise auf der Marmelade verteilt. Beim Einstreichen müssen wir ein wenig aufpassen, dass wir die Marmelade mit der Creme nicht vermischen. Also erst die komplette Creme rauflegen und dann glatt streichen. Zum Schluss verteilen wir noch die Blaubeeren auf der Creme. Wie viele ihr im Kuchen möchtet, könnt ihr selbst entscheiden. Und jetzt wird gerollt. Mit dem Backpapier rollt es sich leichter. Damit wird die Rolle immer etwas nach vorn geschoben. Danach wird die Biskuitrolle fest in das Backpapier eingewickelt. Die Rolle kommt jetzt für 1,5 Stunden in den Kühlschrank, damit die Creme auch schön fest wird. Kommen wir nun zum letzten Teil zur Dekoration. Dafür habe ich schon einmal 200 Gramm Sahne mit einem Teelöffel Sanapat aufgeschlagen.
Damit sich die Sahne leichter auftragen lässt, habe ich etwas weniger Sahnepat genommen und die Sahne auch nicht richtig festgeschlagen. Für das Muster habe ich eine Tülle mit kleinem Loch ausgewählt. Als nächstes lege ich die Blaubeeren oben drauf. Bei der Deko könnt ihr ebenfalls so viele Blaubeeren drauflegen, wie ihr möchtet. Die Marmelade habe ich ein wenig erwärmt und dann durch ein Sieb gestrichen. Unsere Blaubeerrolle ist nun fertig und nun werden wir uns ein schönes Stück abschneiden. Schön vorsichtig, ich muss aufpassen, dass ich jetzt nicht die Marmelade mit der Sahne vermische. Das sieht dann nicht mehr so schön aus. So sieht die Blaubeerrolle von innen aus. Wir haben ja den locker leichten Biskuit, der gefüllt ist mit Blaubeermarmelade, Sahnecreme und Blaubeeren. Und oben drauf haben wir auch nochmal Sahne, Blaubeeren und Marmelade. Falls ihr dieses Rezept einmal ausprobieren möchtet, findet ihr es wie immer unter diesem Video oder auf meinem Blog. Wenn euch mein Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert noch schnell meinen Kanal. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss!